Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und begrüße Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal zu einem Modelleisenbahn-Unboxing. Diesmal geht es um das neue Spur 1 Modell des legendären Schweizer Krokodils von Märklin im Maßstab 1:32. Ich habe diese Lok schon einmal Ende März 2019 in einem Preview-Video auf Basis eines Vorserienmodells vorgestellt. Jetzt habe ich für einen Bericht in der Fachzeitschrift Eisenbahnmagazin von Märklin ebenfalls leihweise ein Exemplar aus der Serienfertigung erhalten. Das Modell hat einen Listenpreis von knapp 3.500 € und im 83 cm langen Schutzkarton befindet sich der eigentliche Verkaufskarton. Dieser schön bedruckte Karton ist 9,1 Kilogramm schwer und 76 cm lang. Darin befinden sich unter anderem die leider im Vergleich zu anderen Herstellern sehr spartanisch ausgeführte Bedienungsanleitung und eine Zusatzanleitung für den Digitaldecoder. Zum Lieferumfang gehören Schutzhandschuhe sowie Zurüstteile zum Umbau der Kupplungen an beiden Lokenden und schließlich noch ein Gabelschlüssel, auf den ich gleich näher eingehe. Jetzt wird die Styroporeinlage herausgenommen und anschließend werden die Spanngurte gelöst. Das nun zum Vorschein kommende Transport- und Präsentationsblech ist aus Aluminium und wiegt samt Lok 7,2 Kilogramm. Die Lok selbst alleine wiegt knapp 6,5 Kilogramm. Jetzt kommt das Krokodil von seinem Transportblech runter. Ich lege es hierzu auf eine Schaumgummiunterlage und muss dann diese 4 Schrauben lösen. Als nächstes müssen die Haltebolzen mit Hilfe des mitgelieferten Gabelschlüssels abgeschraubt werden. Jetzt müssen noch die Schaumgummisicherungen für den Vorläufer herausgezogen werden. Und nachdem die Lok so schön liegt, zeige ich gleich die Beweglichkeit der Lok, weil sie ja für einen sehr engen Radius von 1020 mm ausgelegt ist. Hierzu sind die vorderen Treibachsen 2 mm verschieblich, die mittleren um 3 mm, die hinteren um 2 mm. Dann ist der Vorläufer sehr stark drehbar. Er ist hier gelagert in einem Drehpunkt und hat hier eine Kulissenführung. Außerdem ist das gesamte Drehgestell drehbar und gelagert. Und man sieht hier auch, die Übergangsleitungen sind einfach mit Federn realisiert worden, damit sie flexibel sind, damit sie sich auch dehnen können und gestaucht werden können. Hier gleich Details zur Stromaufnahme. Alle Treibachsen sind mit Kugellagern versehen, die die Stromaufnahme realisieren zum Modell hin. Zusätzlich gibt es in Achsnähe einen Schleifer. Außerdem ist das Kugellager komplett gefedert montiert, damit eben die Radsätze sich auch schön frei bewegen können. Jetzt noch ein Blick auf die Bremsanlage. Die komplette Bremsanlage des Modells ist aus Kunststoff. Das ist aus isoliertechnischen Gründen erforderlich, weil ja die Radsätze die Stromaufnahme des Modells sicherstellen sollen und sonst Kurzschlüsse entstehen können. Die Bremsbacken liegen hier sehr eng an. Das ist schön vorbildgerecht. Und hier sieht man die Nachbildung des Bremsgestänges. Jetzt kommt die 6,5 Kilogramm schwere Lok aufs Gleis. Am besten kann man sie hier am Rahmen anfassen, was hier am stabilsten ist. Dann aufs Gleis setzen und dann noch schauen, dass die Vorläufer passen. So, das wär's. Das Modell des Krokodils der Gattung CE68 ist 626 mm lang. Sein Vorbild wurde als dritte Bauserie 1926 bis 1927 in 18 Exemplaren von der SBB in Betrieb genommen. Die von Märklin umgesetzte Modellvariante entspricht der aktuell 2019 im Einsatz befindlichen Museumslok der Stiftung Historisches Erbe SBB, SBB Historic nennt man das auch, und zwar mit der Betriebsnummer 14.305. So ist sie im Jahr 2019 in der Schweiz auf vielen Museumsfahrten unterwegs. Bevor die Lok das erste Mal in Betrieb genommen wird, müssen die Pantographen entriegelt werden.
wird die Lok das erste Mal von einer Digitalzentrale in Betrieb gesetzt, die das MFX-Protokoll unterstützt, erfolgt eine automatische Anmeldung der Lokparameter nach dem Plug-and-Play-Prinzip. Wir sehen jetzt hier, dass die Lok den Decoder automatisch erkannt hat und die Parameter, und die werden jetzt ausgelesen, in die Zentrale eingelesen und dann erscheinen automatisch nach einiger Zeit die Funktionen auf der Zentrale. Jetzt ist die Lok angelegt, erscheint hier automatisch in der Lokliste und dann kann man die Lok beispielsweise mit dem Finger nehmen, nach rechts schieben, um sie am rechten Fahrregler zu bedienen. Dann kann man sie hier noch ein Stück erweitern. Dann sehen wir hier die Funktionen. Bis zu 32 Digitalfunktionen werden geschaltet. Und dann kann man hier sehen, dass der Fahrregler hier als Balken visualisiert ist. Und wenn ich noch ein Stück weiter ziehe, ist der Fahrregler wirklich als Tacho zu sehen. Und diesen Tacho kann man dann entweder, wenn man den Drehregler bewegt, automatisch zeigen, dass er sich dann synchron bewegt. Oder ich kann auch mit dem Finger drauf tippen auf die gewünschte Sollgeschwindigkeit. Und ich kann hier auch die Fahrtrichtung wechseln und kann Retour fahren. Und kann das auch wieder hier so bremsen und kann dann hier die Digitalfunktionen einschalten, auf die ich jetzt gleich näher eingehen werde. Jetzt steht das Krokodil auf meinem kleinen Fotodiorama und ich zeige erste Details und Digitalfunktionen. Ab Werk ist vorne eine Vorbildschraubenkupplung mit Federung montiert. Die Bremsschläuche sind beweglich mit Gummischläuchen, damit es sehr realistisch aussieht. Außerdem lässt sich das Übergangsblech, wenn man es entriegelt, nach unten klappen, wie beim Vorbild. Und ich zeige jetzt hier gleich die ersten Lichtfunktionen, die ab Werk vorprogrammiert sind. Das übliche 3-Licht-Spitzensignal, dann bei Fahrtrichtungswechsel im Normalfalle weiß hinten rechts, dass man umschalten kann mit einer weiteren Funktionstaste auf Rot rechts oder komplett abschalten kann. Auch das ist möglich. Und außerdem gibt es noch eine Falschfahrsignalisierung, die in der Schweiz hin und wieder üblich war, bei der man signalisieren kann, wenn die Lok auf dem falschen Gleis unterwegs wird. Da ist die obere Beleuchtung dann auf Rot umgeschaltet. Schließlich kann man noch umprogrammieren und individuell eine von den 32 Tasten oder mehrere entsprechend umbelegen und kann zum Beispiel sagen, man möchte vorne zweimal weiß haben oder man möchte, wie ich das jetzt schon mal programmiert habe, hinten rot zweimal haben. Das geht auch. Das ist dann eine Schlusslichtsignalisierung. Oder eine Warnsignalisierung gibt es auch noch mit dreimal rot vorne. Auch das habe ich mal ausprobiert. Über weitere Funktionstasten lässt sich der Maschinenraum und auch der vordere Führerstand beleuchten. Auch ein Blick durchs Seitenfenster in den Führerstand lohnt sich. Natürlich sieht man auch durch die offene Führerstandstüre recht gut in den Führerstand. Und wenn man ihn verschließt, können wir uns hier noch anschauen, dass das Übergangsblech ebenfalls beweglich ist hier und die Schläuche sind hier auch flexibel realisiert worden mit Hilfe von Federn. Mit der ab Werk hinten montierten Telex-Kupplung zeige ich auch gleich die ersten Geräuschfunktionen des Modells. Sie werden jeweils automatisch abgespielt und wenn ich jetzt die Taste wieder löse, hört man auch dann nochmal ein Kupplungsgeräusch. Auch zu den per Servomotoren bewegten Pantographen gibt es passende Geräusche. Jetzt der Reihe nach die digital per Funktionstasten auslösbaren Geräusche. Es gibt natürlich eine Lokpfeife, das Geräusch des Sandens, Druckluft ablassen, dann hört man eine Leiter ausklappen, die es beim Führerstand gibt, mit der man aufs Dach steigen kann. Dann sind 2 Kabinenfunkansagen realisiert worden. Von Gleis 5 mit 3 Wagen auf Gleis 1 umsetzen. Jetzt die zweite.
langsam vorfahren. Dann noch ein Kompressor. Nochmal. Führerstandstürgeräusch. Ein typisches Rangierbahnhofgeräusch, das man länger spielen lassen kann. Es läuft endlos weiter, ich schalte es jetzt wieder ab. Dann der Kompressor. Läuft auch so lange, bis ich die Taste wieder löse, wie jetzt. Ein Kurzpfiff. Das Lüftergeräusch. Dann eine Bahnhofsansage. Gleis 1, Extrazug nach Bellinzona. Vorsicht bei der Abfahrt. Wenn man die Funktionstaste nochmal drückt, wird das gleiche Geräusch wieder gespielt. Wenn man aber die Fahrtrichtung gewechselt hat, wird ein anderes Geräusch, eine andere Ansage abgespielt. Gleis 2, Extrazug nach Erstfeld. Vorsicht bei der Abfahrt. Dann kommt noch ein Wartungstrupp im Dialog. Ja, es ist die Lok schon abgeschmiert. Wir müssen in 2 Stunden starten. Nein, noch nicht, aber ich fange sofort an. Das schaffen wir locker. Außerdem hat Märklin noch ein Scheibenwischergeräusch realisiert. Und das Tachotickern. Und schließlich hat das Modell auch noch eine Multibahnhofsansage aus 11 verschiedenen Haltestellen für die Strecke zwischen Erstfeld und Bellinzona. Das ist die Gotthardstrecke mit dem Gotthardtunnel. Ich spiele jetzt mal ein paar ab und da gibt es auch noch eine Besonderheit. Nächster Halt am Steg. Jedes Mal, wenn man die Taste wieder drückt, dann kommt die nächste Haltestelle. Nächster Halt Burnelle. Nächster Halt Wasser. Nächster Halt Göschene. Jetzt kommt quasi das Gotthardtunnel und dann kommt die nächste Haltestelle nach dem eigentlichen Gotthardtunnel. Nächster Halt Airolo. Nächster Halt Faido. Und das Ganze geht bis Bellinzona weiter und wenn man jetzt die Fahrtrichtung wechselt, dann werden die Haltestellen in umgekehrter Reihenfolge abgespielt. Es geht also jetzt die Strecke wieder retour. Nächster Halt Airolo. Jetzt wieder durchs Gotthardtunnel. Nächster Halt Göschene. Nächster Halt Wasser. Nächster Halt Burnelle. Nächster Halt am Steg. Nächster Halt Erstfeld. Und jetzt sind wir wieder am Anfang unserer Reise, unserer kleinen Gotthardreise. Bevor ich gleich auf einem Rollenprüfstand noch einige Dinge zeige, kurz zum Fahrgeräusch des Modells. Zu guter Letzt zeige ich jetzt den Interessierten noch 3 Dinge auf einem Rollenprüfstand. Als erstes ein Blick in die Lok nach innen. Das geht bei diesem Modell recht einfach, weil es hier mit Magneten gesichert ist und man dadurch das Dach relativ einfach schnell abnehmen kann. Hier sieht man die 4 Magneten.
Hier sieht man 2 Servomotoren, mit denen die Pantographen über diese Zahnstangen angetrieben sind und hier nach oben bewegt werden. Das ist hier der Digitaldecoder für die 32 Digitalfunktionen. Das ist hier die Innenbeleuchtung für den Maschinenraum. Und dann ist hier noch eine Grundplatine als Übertragungsplatine und unten drunter sind noch versteckt ein paar Energiepuffer, Goldcap-Kondensatoren zur Energiepufferung bei Stromunterbrechungen, auf die ich jetzt gleich eingehen werde. Jetzt zeige ich 2 Funktionen auf einmal, und zwar einerseits den Energiepuffer, der zur Überbrückung von Stromunterbrechungen dient, und zum zweiten beim Abbremsen das Bremsenquietschen. Ich lasse die Lok jetzt mal fahren, beschleunige. Und wenn ich jetzt gleich an der Zentrale den Strom abschalte, sehen wir, dass die Lok noch ein Stück weiter fährt und das Bremsenquietschen zu hören ist. Ich drücke jetzt die Taste und unterbreche den Strom. Das Geräusch selbst läuft noch etwa 60 Sekunden weiter und die Beleuchtung noch etwa insgesamt fast 2 Minuten. Ich schalte jetzt den Strom wieder an der Zentrale und die Lok fährt sofort wieder an. Und abschließend nochmal das Anfahren und Bremsen aus der Nähe. Jetzt bremse ich ab. Das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie mal wieder bei mir vorbeischauen würden oder meinen Kanal einfach abonnieren würden.